Unter 6 Meter Länge. Ja, hier ist der Bastian, geschäftsführender Gesellschafter der Niederlassung Ahorn in Frankfurt. Ich grüße dich herzlich. Hallo. Ja, du bist hier verantwortlich für weit über 20 Mitarbeiter, glaube ich, 30 sogar. Ja, knapp an die 30 Mitarbeiter aktuell. Ja, und das ist einer eurer Topseller. Im Vertrieb habt ihr wie viele Leute eigentlich? 4 aktuell. 4. Also hier jetzt bei uns im Standort. So, es war ein hartes Wochenende. Ihr hattet nämlich Tag der offenen Tür. Ja. Die Ahorn Days. Exakt, wir hatten die Ahorn Days, also sprich Messe. Und ja, Habt ihr mich war gut eingeladen? besucht, hat Spaß gemacht. Da habt ihr mich eingeladen, habe ich gesagt, komme ich nicht, weil es hätte keinen Sinn gemacht. Wir hätten kein Auto filmen können, so wie heute, oder? Ja, aber es gab gutes Essen. Was gab's? So Eigenkreation mit Paninis, also war schon sehr gut. Ja. Komm mal links neben mich bitte. Dann zeigen wir es mal. Es ist euer Schlachtschiff, was die Abverkaufszahlen angeht, im kurzen Bereich. Ja. Der 590 Plus, 6 Meter Länge. Damit kommst du in der Schweiz auf einen Normenparkplatz. Ja, das stimmt, aber der hat keine 6 Meter, sondern 5,99. Ah. Du wolltest doch wissen, ne? Ich messe nach. Ja. Ich habe so ein Digital Zentimeter. 5,98. Okay, 5,98. Also 5,99 Meter bedeutet unter 6 Meter. Heißt in der Praxis, viele gerade etwas ältere Menschen, die in Rente gehen, die verkaufen ihr Auto, sagen, ich nehme genau den, bin nur noch unterwegs. Es gibt viele Gruppen. Alleinreisende Paare, das ist ziemlich cool. Also die Enkel alle zu Hause. Alpa, gibt es sogar ein Modell von Detlefs. Das heißt Alpa, alleinreisende Paare. Und das hier ist so ein Ding für Städtereisen, sagst du, da kannst du auch mal auf einem normalen Parkplatz, wenn keine Höhenbegrenzung da ist. Ja, absolut. Also von der Länge her schon überragend mit unter 6 Meter. Allerdings hat man auch hier die Möglichkeit, die Engelchen mitzunehmen. 4 Schlafplätze. Ja. So auf Wunsch, nämlich mit Hubbett. Das ist Plus. Da haben wir unser Plus wieder. Ja, ich zeig's mal. Also ich könnte jetzt anfangen demnächst, aber du würdest mich nicht nehmen. Wenn das Plus weg wäre, wäre auch kein Hubbett da. Ja, wäre kein Hubbett da. Aber du hast zu mir gesagt, nee Sven, dich nehme ich nicht, du bist zu alt. Ja, genau. Nee, ihr habt hier ein buntes Team. Ganz neuen Schreiner hast du mit dabei, also der alles realisiert. Also zum Beispiel auch Holzzuschnitte macht, Änderungen am Fahrzeug. Absolut, ja. Also er ist es ist unser Holzwurm, den wir ihn auch hier nennen, liebevoll. Und er kann wirklich auch individuell alles realisieren. Komm, wir gucken mal von oben drauf, denn du hast eine ganz tolle Grafik hier gemacht. Ist es hier der Cam T590? Genau, das ist der T590 und da sieht man auch mal die Länge von 5,99. Wir haben 3 bis 4 Schlafplätze und 4, wie nennt man Sitzplätze? Sitzplätze, das heißt 4 eingeplante Gurtplätze. Der Riesenvorteil ist natürlich die Zuladung. Du hast hier aufgrund der Kürze dieses Fahrzeuges natürlich viel weniger Gewicht. So ein Wandaufbau, der wiegt auch ein bisschen was. Und wir sind hier, glaube ich, bei 700, 800 Kilo Zuladung bei dem hier. In der Kürze liegt die Würze. Genau. Das ist so. Denn viele werden jetzt sagen, wenn ich gleich auf die Preisliste gucke, dafür kriege ich ja auch einen großen. Aber die Leute entscheiden sich ja ganz bewusst dafür. Ja, absolut. Also das Raumangebot auch mit der Länge, muss man sagen, ist überragend. Und ja, ein sehr, sehr beliebtes Modell. Und jetzt hier auch im Showroom gerade als 30er Edition. Allerdings, ich glaube, das ist so der letzte, den wir haben. Das war eine limitierte Edition. Ja. Und sonst haben wir die auch ohne 30er Edition. Kann ich den in Silber haben eigentlich? Folieren. Den jetzt ja noch, den kannst du. Aber ich könnte den ja weiß kriegen und vorne Silber folieren. Also machen ja viele, um den Lack zu schützen. Mit dem Rabattcode plus 10 kriegst du den heute noch. Habe ich nicht verstanden. Rabattcode plus 10. Ach so, du meinst im Internet. Ja. Ach so, gehen Sie in die Videobeschreibung und plus 10% anstatt minus 10% können Sie den heute bei mir kaufen. Ja, den Scherz versteht keiner, aber das ist nicht so schlimm. Ich wollte mal lustig sein. Biturbo, 145 PS. Es ist die Möglichkeit zu wählen zwischen 145 und 165 PS. Du sagst aber, es ist eine nahezu baugleiche Maschine. Also da ist auch sogar der Hubraum der gleiche. Das habe ich nie gesagt. Und du hattest, glaube ich, erwähnt, dass man, glaube ich, über eine Softwareoptimierung auf 165 PS kommen kann. Habe ich aber nie gesagt. So, 56.600 € ist der Grundpreis. Wie er hier steht, und da werden jetzt die Leute raunen, 74.000 € für so ein Auto, aber... Man muss dazu sagen, durch die 30er Edition sind natürlich optional mehr Extras an Bord als standardmäßig. Das heißt, er hat die Alufelgen, er hat das Navigation, das Panoramafach, Fenster drin, andere Bestickung, andere... Auflagen innen drin, also den kann man auch, ich glaube, so 4.000 oder 5.000 € günstiger erwerben. Also voll. Full. Ja. Oh, ist er sauber? Ich hoffe doch. Wie gesagt, wir hatten die Ahorn Days und da war hier schon reger und starker Besuch.
Hier war echt was los am Ich Wochenende. hoffe, ja. Guck dir mal, das Silber ist sehr schick, aber du sagst, kann man auch folieren. Also man kriegt hier so eine Folierung, also bei Leuten 2.000, 3.000 Euro kriegst du den super foliert. Also vorne das Fahrerhaus, dann kannst du den in Purpur machen. Nur das Fahrerhaus, 2 oder 3? Also bei uns im Saarland kriegst du sowas für 16 Euro. Aber Siehst du? Ja. Und bei uns kriegst du es für 3.000 komplett. nee, ich weiß. also ihr bietet Folierung an? Nee. Nein, ist es kein Witz. Ich habe 2 Kunden oder 3, die das tatsächlich machen lassen und da kommen auch zum Teil wirklich gute und kreative Fahrzeuge bei raus. Es geht ja auch um Thema Taxifolierung. Also jemand, der viele Taxen macht, da seid ihr gut aufgehoben, die da sind. Also das kann man folieren, muss man nicht. Also die meisten nehmen den hier, ich zeige es mal in weiß, wie der da ist. Das ist natürlich auch eine schicke Farbe, wenn es in den Süden geht, weil alles, auch das Grau, das heizt sich ein bisschen mehr auf. Ja. Komm, wir gehen mal rein. Der Plus, das steht für Supet und jetzt bin ich mal sehr gespannt. Du bist 1,87 Meter groß. Immer noch 1,86. 1,86. Guck mal, hier hast du diese... Aber siehst du mal, die benutzen echt schon alles. Da wollte einer kochen, da wollte einer übernachten und So. wollte auch einen trinken. So, ihr habt eine Deko natürlich eingebaut. Das ist jetzt das gleiche wie der 660er. Genau, also auch wieder im Fachjargon französisches Bett. Ist der ein bisschen schmaler wie der 660er? Nein, hat die gleiche Breite. Gleiche Breite. Die Ecke fehlt hier. Oder Ja. kann man die dran machen? Die fehlt. Dafür haben wir hier eine Drittstufe mit drin, die man ausklappen kann und dann hat man einen leichteren Einstieg. So, kann man reinmachen. Also das französische Bett für 2 Personen, super geeignet. Dann habe ich dazu noch ein Hubbett. Du hast einen Hubbett-Schlüssel in der Hand, sollen wir es direkt mal runterfahren? Natürlich. So, Jetzt diesmal wieder die Zeit. Ja? optimal vorbereitet auf den Dreh. Hallo, schon die ganze Zeit. 1, 2, 3. Ja. Warum es übrigens so blitzt, die Batterie ist nicht angeschlossen, er hängt nur am Netzteil. Und der Motor zieht am Anfang ein bisschen mehr Spannung. Wäre die Batterie dran, dann wird es auch nur ganz leicht dunkler werden. Und da habe ich ein Einzel für eine Person, oder? Ja, für eine Person. Aber trotzdem, ich habe einen Meter, schätzungsweise Meter Breite. 1,10 Meter, ja. Meter 10. Gott, plus minus, hast du gemacht. Plus, wir haben ja die 10% Toleranz. Darf ich mal zur Ehrenrettung was sagen? Du bist hier geschäftsführender Gesellschafter, kommst aus dem Vertrieb und hast mir eben gesagt, ich bin schon ein bisschen raus im Moment, weil es ist nicht nur draußen stehen verkaufen. Hier ist weitaus mehr zu machen. Bei 30 Leuten Ja. gibt es auch so ein bisschen Geschäftsführung im Backoffice, oder? Ja, ich sag mal so Mädchen für alles, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, aber ja, ich werde nachher auch mal wieder die technisches Datenblatt mal genau zu Gemüte tun und das mal wieder aus dem FF wissen. Aber du machst das gut. Ansonsten hole ich mir nämlich Hilfe von draußen. Sicher, okay. Das ist da. Ich würde mal sagen, wir können es ja unten in der Videobeschreibung genau die Maße nochmal einblenden. Ja, ich mache einen Link rein. Oder so. Können wir machen. Übrigens, großes Kompliment eurer Webseite. Gefällt mir echt gut, weil ihr seid eine der wenigen. Und ich glaube mir, ich bediene mich ja von allen Webseiten, von den technischen Daten. Ihr habt tolle Bilder drin, innen, außen, mit allem drum und dran. Die Mädels machen da oder Jungs machen da gute Arbeit. Und du kannst wirklich dir ein gutes... Bitte, was du sagen? Hast gemerkt? Ja, wir haben sogar jetzt für mobile, also jetzt hier in Dietzenbach, haben wir eine 360-Grad-Kamera erworben, wo wir dann auch die Gebrauchten von innen filmen. Was ich ganz wichtig finde, dass die Leute wirklich, auch wenn sie von Berlin oder von weiter weg kommen, einen super Eindruck beziehungsweise alles sehen. Ja. Genau. Cool. Also, Hubbett ist mit drin, elektrisch, immer elektrisch? Immer elektrisch. So, immer Lattenrost. Hat aber auch eine Notkurbelfunktion. Ne? Also wenn mal keine Batterie ist, könnte man das auch wieder hochfahren. Passiert aber so gut wie nie, sagst du. Also, dass der Motor mal nicht geht. Achso, nee, der Motor, nee, es kann aber mal sein, dass mal der Strom Batterie weg leer. ist. Ja. das kann Da kurbelst du aber eine Viertelstunde. Das kann ich aus Erfahrung sagen, weil. Also aber ich es geht hoch. Ich mache es in 14,5 Minuten. Gut. Das Lachen wird dir noch vergehen. Spätestens nach Video Nummer 16 heute. So, Ich tauche gerade auf, wenn ich ehrlich bin. ist cool, du hast auch Beleuchtung hier drunter. Sag mal, das Putzlicht, kann ich das ausschalten? Wie geht das? Das ganz Weiße. Übrigens, wir haben in Frankreich jetzt gedreht. Putzlicht. Nein, in Frankreich, Also das ist das. in Frankreich sind überall 5000 Kelvin. Okay. Ist alles weiß, rein weiß, alle Autos. Ja. Also wir haben jetzt gedreht bei Notin in Frankreich, französischer Hersteller. Und die Franzosen kaufen alles in kaltweiß. Okay. Komplett ganze Auto. Ja. Und hier hast du halt ein Licht. Das heißt, wenn du es echt mal hell haben willst, du kommst rein oder irgendwas. Und das nenne ich aus Spaß Putzlicht. Also wir haben jetzt einmal hier das Blau. Und ich hoffe jetzt noch, ne, wir hatten ja anfangs erwähnt, dass ich jetzt nicht mehr so aktiv im Verkauf bin, dass es auch dimmbar ist. Ja, zu 100% dimmer. Guck mal.
Es geht. Das geht. Das hat mir ein bisschen den Arsch gerade gerettet. Aber es geht. Das ist so. So, hier sind natürlich vorne drehbare Sitze. Den Tisch kann man wieder justieren, so wie man möchte. Zeig mal, wie das geht mit dem Tisch. Weil der, wie man den entriegelt. Drei, wie nennt man das? Schräubchen? Nennt man Hebel? Das? Schräubchen, Hebelschraube. Ja, und dann kann man das hier nach rechts, nach links verschieben. Dann auch wieder fest justieren, was ganz wichtig ist. Und vorne, wie gesagt, das sind drehbare Sitze. Dann kann man die auch in die Richtung des Wohnraumes führen, beziehungsweise zum Tisch. Ja, der Tisch ist höhenverstellbar und daraus kann ich ein Bett machen. Ja. Und das ist... Hier unten und dann fährt das einfach runter, beziehungsweise man drückt. Und bitte mittig, nicht rechts oder links. Mittig am Tisch drücken. Ja. Okay, das Ganze schon erprobt. Das wird den Leuten, habt ihr den auch in der Vermietung eigentlich? Ja, den 5. Wobei, wir haben den als Alkoven aktuell diese Saison mit drin. Ja. Ihr hattet in den letzten Jahren die Vermietfahrzeuge teilweise 2 Jahre in der Vermietung, weil nicht genug lieferbar waren. Ihr habt ja mehr verkauft draußen. Haben die auch die 2 Jahre überlebt, Vermietung? Oder? Ja, absolut. Also wir haben zum Teil auch Vermietpartner, die jetzt in die 3. Saison gehen und da ist alles gut. Also ihr bietet die offensiv in der Vermietung an und das, weil Leute immer fragen, ja, wie ist denn das, die sind so günstig, die Ahorn, wie ist denn das mit der Langzeitqualität? Also ihr bietet die in der Vermietung mit an, ändert die irgendwie, also ich sag mal so, man weiß ja, dass zum Beispiel Taxen in Berlin, die haben so spezielles Taxileder, damit es länger hält, sind das andere Fahrzeuge? Nee, die sind tatsächlich alle gleich. Ich will jetzt nicht sagen, dass man nicht das ein oder andere Sträubchen mal nachjustieren möchte. Das ist definitiv der Fall. Aber wenn das einmal festgezogen ist, dann ist alles gut. Und ich meine, in der Vermietung definitiv überleben sie den Härtetest und sind nach sehr, sehr begehrte Fahrzeuge. Wir werden jetzt mal dieses Fahrzeug unter einen Härtetest stellen. Geh mal bitte ins Bad. 1,86 Meter. Die wollen auch geduscht werden. Ja, rasier mich, ich bin's. Da sind wir drin. Bitte mal hinsetzen auf die Toilette. Deckel kann unten bleiben, dass man sieht. Also Beinfreiheit geht auch. Aber es ist schon, ich sag mal, wir sind Also ja hier... ideal als Armauflage, so war das auch gedacht. Wir sind ja auf 6 Meter Länge. 5,99 Meter, ja. Also in der Praxis, wenn du anrufst und du kennst das, bist in Südfrankreich, Platz ist voll, die haben noch 2 Plätze frei, das sind meistens nicht die 12 Meter Länge. Genau, so 5,99 wäre dann noch verfügbar. Nein, also je kürzer, desto besser, wenn es um Last Minute geht, das ist vollkommen klar. Ja. Kann ich hier drunter gucken eigentlich oder ist es auch fix? Mal gucken. Gleich wie auch beim Gleich fix. Okay, das hat einen Grund, Stabilität und das habt ihr mir gesagt. Dann Klappen, bitte mal öffnen. Gerne. So, hier ist gleich eine Vorbereitung für den Fernseher mit dabei. Und ja, Blumen habt ihr, glaube ich, drin. Ja, 2 Kakteen. 2 Kakteen, Ja. also ordentliche Beschläge auch mit drin. Und Blumen, nein, die kommen ja, Die Scharniere, ich weiß, soll mal ein Running Gang sein. nee, ist nicht gelungen. Also der, Okay, da war auch nichts. nee. So, und oben drüber hast du noch ein Staufach. So, Küche, 3 Flammen Piezo haben wir eben schon gezeigt. Dann Kühlschrank, pragmatisch. Hier hätte man natürlich einen größeren Kühlschrank bauen können, aber der wäre dann zu Lasten der Gesamtansicht gegangen. Auch der Schrank hier, ne? Den haben wir auch noch. Großer Kleiderschrank. Ja. Also auch der ist drin. Überleg mal, 6 Meter und großer Kleiderschrank. Ja, man wird hier schon sehr, sehr viel geboten auf dem engsten Raum, hier muss man schon sagen. Dann bitte mal da hinsetzen, dann machen wir mal Face to Face. Wo willst du? Oh, ich setze mich mal hier hin. Anstrengender Tag, ne? Geht's. Also ich finde die Videos ganz wichtig, dass die Leute mal so eine kleine Vorauswahl getroffen bekommen. Und da kann man durch jedes Auto ein bisschen durchgehen. Ist schon mal was anderes, wenn man auch mal die Leute kennenlernt, die man später, wenn ich nach Frankfurt komme, dann auch wirklich trifft. Oder bist du eher auf dem Golfplatz statt hier im Verkauf? Nee, tatsächlich, ich bin tatsächlich fast jeden Tag hier. Fast jeden Tag, ja. Fast jeden Tag. Das ist so. Du pendelst oft zu Speyer? Früher ja und jetzt nein. Speyer zu dir. Ja. Okay. Sag mal, das Ganze ist ja ziemlich explodiert die letzten 2 Jahre. Ihr habt ja, ich glaube, ein Geschäft gemacht die letzten 2 Jahre, das war sehr groß. Ihr konntet aber trotzdem, ich meine, ihr habt ja vor 3 Jahren nicht gewusst, dass die Chassis kamen. Ihr wart aber doch gut lieferbar, oder? Ja, wobei man muss auch sagen, so schnell wie wir verkauft haben, konnten wir auch nicht produzieren lassen. Das heißt, das hat sich irgendwo alles verschoben und zwar die Auftragsbücher hatten eine Fülle drin. Allerdings, ich hätte es lieber ein bisschen sukzessive mit 10% oder 20% mehr gehabt, dann wäre das auch handelbar gewesen.
Ihr habt die Werkstatt nachgerüstet. Und auch viel im Servicebereich. Wie viele Leute habt ihr gehabt vor 2 Jahren? Die Hälfte? Wie jetzt in unserem Standort? Wir waren bei 20 und jetzt sind wir bei 27, 28. Also die Lohnsumme ist auch explodiert so ein bisschen? Ja, die Leute wollen auch mehr Geld haben. Ja. Klar ist alles teurer geworden, dank Inflation. Ja. So, ich zeige mal ein großes Panoramafenster mit drin, das ist diese Edition. Das heißt, in der Basisversion bekomme ich ein etwas kargeres Fahrzeug, aber es gibt ja so Basics, die sollte man am besten ab Werk bestellen. Wenn ich so ein Panoramafenster haben will in der Nachrüstung, schwierig, oder? Ja, also wir bieten es auch gar nicht an. Allerdings, ja, es gibt alles wie im Leben Vor- und Nachteile. Natürlich sieht man hier gerne den Sternenhimmel. Allerdings ist es auch hier so, dass natürlich auch mehr Sonne reinkommen kann. Das heißt auch im Sommer. Wird's wärmer. Ja. Klimaanlage geht bei dem? Ja, ist bei uns im Fahrerhaus immer dabei. Und Klimaanlage doch. optional, ja. Ja. Guckt euch an, musst du gucken. Es gibt von EcoFlow eine neue portable Klimaanlage, die du auch fest einbauen kannst mit 5500 BTU. 1200 Euro kostet die. Die kannst du rausnehmen. Das finde ich sowieso. Eine Split-Klimaanlage, portabel, mit Akku, 8 Stunden Betrieb. Ist sensationell, kommt in 2 Tagen raus. Und das Geile an der Klimaanlage ist, die kann wärmen und kühlen mit ganz wenig Energie, kann über Solar aufgeladen werden und du kannst die Luftzuführungen separieren. Du kannst sie also so anschließen, dass alles nach außen geht, dass du also, die haben da ein Ding gemacht, ich habe es getestet, ihr müsst euch das angucken, könnt ihr nachrüsten, gerade für hier, es gibt ja Leute, die sagen, brauche ich nicht, stelle ich in die Garage rein zum Beispiel, die würde hier drunter passen. Aber jetzt würde ich doch mal für die Zuschauer fragen, gibt es denn da von deiner Seite aus einen Rabattcode? Oder wie machst du das? Nee, es ist so, also die schicken mir die Sachen zu. Ja. Also ich bin für EcoFlow ja oder für Blue Yeti oder für keine Ahnung, guck mir die Sachen an und zeig die Sachen so, wie sie sind. Also wir haben jetzt vor kurzem auch einen Rasenmäher gezeigt, der konnte halt ein 1 Meter breites Beet nicht mähen. Also das hat er nicht geschafft, weil die LIDAR-Sensoren es nicht. Dann zeigen wir das auch. Okay. Wir zeigen also auch die Limits. Aber das Ding, weil ich habe immer eine Klimaanlage gesucht, die nur 40 dB laut war. Okay. Weil die meisten immer so laut waren, dass es nicht ging. Und viele fahren ja nur ein paar Wochen in Urlaub. Da sagen die, ich nehme nicht immer das Ding mit. Und das Ding hat mich umgehauen. Du musst das Video gucken. Das ist so. Ich habe keinen Rabattcode. Okay, das war meine... Also ich habe einen, du kriegst... German Television? Ja, German Television. Hi. Jetzt haben wir schreien mich ja schon richtig an hier. Ihr seid wer? Ja, wir sind verfolge dich ständig auf YouTube. Irgendwelche. Ich über extra welche, die nach den Schwarzwald gereist. Nochmal, ihr kommt aus Baden-Württemberg? Nein, wir kommen eigentlich von Bayern. Ihr seid Franken? Ja. Wo kommt ihr her? Lohr am Main, da wo du das Hexenhäuschen mal gefilmt hast. Echt? Lohr am Main? Lohr am Main kommen wir her. Hutzel, Hexenhaus vom Hutzel. Da kommt ihr her, oder was? Genau. Habt ihr das Video natürlich gesehen? Ja, Ja. Das haben wir natürlich gesehen. Und die beiden da, wie ist der Name von denen? Das ist die Lilly. Das ist eine heiße Spanierin, die haben wir aus der Todeszelle mal geholt. Ne? Ja. Die war in der Todeszelle. Und das ist die Kimba. Das ist die Kimba. Beides aus dem Tierschutz, die Hunde? Naja, die hatte man vom Züchter, aber das ist schon eine alte Oma, wie gesagt, vor 13 Jahren. Vor 13 Jahren? Die haben wir von der Tötungsstation, ganz liebe. Die hat noch keine grauen Haare hier, die 13-Jährige. Ja. Aber Die wird gut gepflegt. Die hat sie bekommen in der Tötungsstation, die graue Haare. Warte, ich zeig mal, du hast auch keine grauen Haare. Ja, die gute Pflege von ihm. Ne? Stark. Aber die kommen nicht von der Straße. So, ihr seid ihr bei Ahorn? Ist das guter Ahorn? Habt ihr selbst einen Ahorn? Oder? Nee, wir haben keinen Ahorn. Wir suchen gerade einen. Ja. Also nicht unbedingt einen Ahorn, also irgendeinen Kastenwagen im Moment. Wir reichen so durch die Gegend und schauen uns die Kastenwägen im Moment an. Längsbetten, Querbetten? Querbetten, eigentlich Längsbetten wäre schöner, aber wir wollen ein 45 oder 6 Meter. Und dann 55 ging auch? 55, ja. 55 ging auch. Also ganz hinten habt ihr gesehen, die Black Edition? Die Black Edition waren wir gerade drin mit 55, ja. Okay, also das Querbett, ihr habt euch ja lieb, oder? Eure Beine? Ja, es geht so ein bisschen eng zu hinten, ja, wir haben schon gesehen, ja. Ja, aber in der Kürze liegt die Würze. Das heißt, du kannst im Alltag verwenden. Wir haben aber noch 2 Hunde, 2 Mädchen, die liegen auch mit drin. Ich habe 4 Hunde. Nee, die 2. Ach so, die beiden. 2. Okay, cool. Sag mal, der Kanal, ihr guckt wirklich den Kanal, oder? Ja, logisch. Ja. Okay. Also ist ja alles von Tiny Häuser über... Letzte Woche waren wir bei Meet.click. Genau, sind wir extra... Der wo diesen, was ist das, Berlino und die mit dem elektrischen Hochstelldach. Da waren wir letzt gewesen. Oh, und? Haben wir nämlich auch von dir, haben wir gesehen. Ja, da wart ihr da. Und waren wir dort gewesen, ja. Und habt ihr keinen gekauft? Ja, wir haben schon fast Wir sind nah dran. Also die Hütte ist
ja, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, die Vorauszahlungen bei dem. Ja, genau. Ja. Das ist so. Ihr wisst ja, Bürgschaften habe ich ja reingeschrieben. Der will ganz hohe Vorauszahlungen haben und da habe ich Bauchschmerzen. Weil ich habe ja den Kunden Das sind auf einmal konfiguriert, 50.000 Euro auf einmal erstmal von vornherein weg. Ja. Und dann geht es natürlich in die Türkei, dann wird das alles aufgebaut, aber braucht das Geld vorher. Und dann weiß ich nicht, was passiert, wenn jetzt das ganze Geld erst einmal irgendwo weg ist und dann wird das aufgebaut. Und was passiert dann, wenn jetzt er insolvent gehen wird oder sonst irgendwie was? Bürgschaft, ist immer gut. Ja gut, ich habe gedacht Treuhandkunde oder irgendeine Möglichkeit, Bürgschaft, aber ja. Es ist ja so, hier bei Ahorn, hast du hier Angst, dass das Gleiche passiert? Hier bei Ahorn nicht, das ist ja eine größere Firma, sage ich jetzt. Hast du gesehen, 30 Jahre gibt es sie schon. Ja. Also tolles da ist, Konzept, nur ein riesengroßes Manko und das ist der Sicherheitsassistent. Kein tote Winkel. Kein tote Winkel. Kein tote Winkelwarner. Ja, aber das ist in der Fahrzeugklasse selten. Also das hast du bei den größeren, Artego und so, da hast du das. Totwinkel. Wobei da jetzt auch bald was kommt, ne, muss man dazu sagen. Ja. Wenn Sie jetzt schon bestellen, haben Sie dann den ersten. Ne? Also er ist auch gleich bereit. Das Interessante ist hier das Verkaufskonzept. Da gibt es einen Raum, der wird abgeschlossen und wenn ihr unterschrieben habt, dürft ihr raus. Ja. Oh, Kein Fenster dabei. Und halt eine Anzahlung 100.000. dann sind wir richtig leicht dahinter. Und Hollywood kommt jetzt auch noch, Dann ne? nehmen wir Was sagst du? Ich sag, Hollywood kommt jetzt auch noch, weil wir jetzt im Fernsehen sind, ne? Ja, das stimmt. Aber ist ja witzig, dass ich in Lohr gefilmt habe und ihr kommt aus Lohr. Ja. Das ist so, das Hexenhäuschen statt. Ja. Genau. Das kennt jeder, das Häuschen in Lohr? Ich habe schon vorher gekannt, weil ich mir auch schon wieder den Gedanken gespielt habe, mir sowas in den Garten zu stellen. Und da sind wir weit, wo war das, bei Aachen sind wir dahin gereist. Ne? Und haben da schon Hannover, da Genau, kannst du oben, irgendwo da waren kommen die wir, her, die ja. Hexerhäuschen. Ja, Genau. Wollten wir auch schon. Also wir wollten schon so viel. So, und ich sehe schon, du bist großer Fan der New York Yankees. Ja, klar. Sieht man. So, ich muss weitermachen, Jungs. Also, Lasst euch nicht aufhalten. Dann viel Erfolg. Guckt das auf German Television. Bitte, was sagst du? halt uns Jungs auf dem und Mädels. Laufenden. Okay, tschüss. Tschüss. Ja, das sind so die Stories, die das Leben schreibt. Aber kannst du dir vorstellen, wie läuft denn hier die Kaufabwicklung? Wie läuft die bei euch? Also ist da auch Also ich sag mal, der Traumkunde, Anzahlung der kommt 15? rein, er weiß, was er will und er schreibt. Und finanziert am besten noch. Ja. Zahlt ja was an, wenn er unterschrieben hat? Nein. Nein. Das heißt, er zahlt bei Lieferungen. Kann man das Zug um Zug machen mit praktisch Echtzeitüberweisung? Ja, läuft ich sag mal so, in der Regel melden die Kunden ja selber die Fahrzeuge bei uns an. Das heißt, dann hätten wir schon gerne den vollen Betrag, wenn der Brief rausgeht an den Kunden. Okay. Das heißt, der Kunde überweist, kriegt den Brief dann zugeschickt Genau, mit meldet das UPS? Fahrzeug an, kommt dann zu uns und wie auch gerade parallel gerade eine Übergabe ist, nimmt der Kunde dann das Fahrzeug in die Hand. Einzelabnahme oder COC? Was habt ihr? Wir haben COC-Papier. COC-Papier. Also ich habe ja gerade eine Einzelabnahme, Hast die mich dauert fast länger. Der Fahrzeugprofi. Clever. Nee, ich habe gerade, wir kriegen ja einen neuen Concorde und der kam tatsächlich mit Einzelabnahme und die dauert 3 Tage länger bei uns in Saarbrücken, weil die in Saarbrücken, ich darf nichts Böses sagen, sie haben es jetzt hinbekommen, wird heute zugelassen oder morgen und dann gucken wir mal, gehen wir den Freitag holen. Das ist andere Liga, nichts für dich. Aber du kriegst ja 4 davon hier. Bitte, was sagst du? Du kriegst ja 4 davon im Verhältnis. Du, Zu ganz einem, ne? ehrlich, Du kannst einen kleineren nehmen, mittleren, größeren und kannst auch für jeden Tag fast. ist ein Firmenwagen, ist der erste Concorde, den wir haben. Ich freue mich wie Bolle drauf, aber auch hier, wir liegen da um die 300.000 Euro. Bist du bei 5 bei uns. bei 5. 4,5. Ist eine andere Geschichte. Wir nutzen das natürlich gewerblich. Also es ist auf die Firma angemeldet. Dadurch können wir natürlich auch Steuervorteile ziehen, weil wir das rein gewerblich nutzen. Ich glaube, wir würden, also ich habe ja alle halbes Jahr ein neues, weil wir die auch testen und so weiter. Du Armer. Echt, also Nee, ist aber Stress. Du musst ist ausladen, stressig. einladen. Umladen, einladen. Ja, aber du kennst dich doch super aus. Ja, so ist es. Komm mal Feierabend. Du willst ja irgendwann mal nach Hause. Oder beziehungsweise so könntest du deiner Frau nachweisen, dass du ganz lange arbeiten musstest. Heute ist Ja, heute jetzt das erste Mal. So, komm, raus. Also, Küche ist hier und so weiter. Das ist der Grundriss. Haben wir übrigens schon ganz viele Videos zugedreht, aber den findet ihr auch hier in Frankfurt-Dietzenbach. Wir filmen heute Ende April 2023. Und wird auch schon nächste Woche ausgestrahlt. Finde ich super. Ja, deswegen sage ich ja immer das Datum dabei. Ja, clever. Wir gucken mal. Der Ahorn 590 Plus zum Schnäppchenpreis von knapp über 70.000 Euro, wie er hier steht. Ansonsten habt ihr die Basisversion für jemand, der sagt, hey, ich baue mir den selber aus oder ich rüste Sachen nach und nach. Das geht ja bei euren Autos. Da gibt es sowas schon für 56.600 Euro. Und du sagst, bitte Preise vergleichen, weil bei euch sind zum Beispiel Überführungen schon mit drin. Ja,
in dem Beispiel jetzt ja und auch generell bei den 74.104 Euro. Und wie gesagt, das sind 30er Edition, den gibt es auch normal für, ich glaube, wir sind bei 69.000, also knapp unter 70 mit Markise-Rückfahrkamera und allem anderen ist dabei. Danke, Bastian. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dir, ciao.